Hi, heute gibt es auf diesem Kanal hier mal ein Video, das nicht Geschichte erklärt, sondern erklärt, warum ich Geschichte erkläre und warum mir Geschichte so viel Spaß macht. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen freakmäßig, ja, aber ich bin wirklich ein totaler Geschichtsfan und das war auch schon in der Schule mein Lieblingsfach. Ich habe das später studiert und finde das heute noch toll und das spricht ja dann schon für Geschichte, wenn man es auch nach dem Studium und nach der Schule noch toll findet. Bei mir hat das vor allen Dingen 3 Gründe. Der erste Grund ist der, dass ich glaube, wenn man Geschichte versteht und weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, dann versteht man auch viel besser das, was in der Gegenwart los ist. Nehmen wir mal den Nahostkonflikt. Das ist ein Thema, das geistert immer wieder durch die Nachrichten. Das ist Jahrzehnte alt. Und wenn man weiß, was die Ursache dieses Nahostkonflikts ist, oder eher die Ursachen, dann weiß man auch, warum das so schwierig ist, ihn in der Gegenwart zu lösen. Und man weiß vielleicht auch, was in der Zukunft getan werden müsste. Und so ist es bei vielen anderen Themen auch. Wenn man die Vergangenheit versteht, versteht man die Gegenwart durchaus ein bisschen besser. Das Zweite, muss ich zugeben, ist, dass Geschichte ja auch viel mit Allgemeinwissen zu tun hat. Und wenn man viel über Geschichte weiß, dann weiß man auch generell viel über die Welt. In Geschichte steckt so viel drin, da steckt Philosophie drin, da steckt Politik drin, da steckt aber auch ganz einfach Technik, Gesellschaftsgeschichte drin, alles Mögliche. Und das ist schon ganz hilfreich, gerade wenn man so auch mit den aktuellen Nachrichten sich beschäftigt und auch einer der Gründe, warum ich Geschichte sehr spannend und interessant finde. Und der dritte Grund ist, Geschichte, da steckt für mich auch immer Geschichten drin. Ich fand es immer schon toll, wenn meine Mutter uns abends irgendwas vorgelesen hat, vor allem wenn es historische Geschichten waren. Und so ist es heute auch noch. Das ist alles so spannend, was in der Vergangenheit passiert ist. Da sind Intrigen, das ist besser als jeder Hollywood-Film, was da alles so los gewesen ist. Und wenn man das weiß, was da los gewesen ist, dann kann man da eigentlich gar nicht mehr von wegkommen. Ich habe neulich ein Buch gelesen über mysteriöse Todesfälle in der Geschichte. Das zum Beispiel ist so eine Sache, die mich fasziniert. Ich finde es auch faszinierend, sich damit auseinanderzusetzen. Wie haben die Menschen früher gelebt? Wie haben sie Herausforderungen im Alltag überstanden? Wie haben sie vor 200 Jahren ihre Wohnung sauber gemacht, ohne Staubsauger, ohne Strom? Wie haben sie geheizt? Was haben sie gegessen? Wie haben sie Krankheiten geheilt? Alles das finde ich super interessant und da steckt für mich so viel Lebendiges drin und deswegen ist Geschichte für mich nichts, was irgendwie verstaubt im Regal ist, sondern es ist wirklich total lebendig. Und ich kann es euch nur empfehlen, euch damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, in der Schule ist Geschichte oft Jahreszahlen, Namen von Personen, Namen von Orten, irgendwelche Verfassungen durchlesen, irgendwelche Reden durchlesen. Das ist wichtig, das gehört natürlich dazu. Aber Geschichte ist viel mehr. Diese Jahreszahlen kann man auch später irgendwo nachlesen. Wichtiger finde ich es, Gesamtzusammenhänge zu verstehen und zu wissen, warum was wie gelaufen ist. Und da hilft es, einfach mal selber ein Buch aufzuschlagen und zu lesen. Und ich bin mir sicher, es wird euch dann so schnell nicht loslassen, wenn es das richtige Buch ist. Kann ich euch nur empfehlen, ich kann euch nur empfehlen, hier euch auf dem Kanal noch umzuschauen. Es gibt so viele spannende historische Dinge hier bei Musst du wissen Geschichte. Guckt da mal rein. Wenn das nicht sowieso schon gemacht hat, dann abonniert den Kanal und schreibt natürlich auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so cool findet an Geschichte, warum ihr euch dafür interessiert oder warum ihr euch nicht dafür interessiert, dann werde ich euch nämlich darauf antworten und versuchen, Argumente dagegen zu finden. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.